Moin, ihr tapferen Recken und willkommen zu einer neuen Folge. Was klappert da im Busch? Und Fallout London natürlich. Heute stürmen wir Westminster. Ja, hier. Das Zeug. Für meinen Vorgeschmack. Haha. Seid ihr jetzt bald mal Snapdragon? Was ist das denn hier? Ja, eine riesige Schaufel. Alter, wo habt ihr den riesigen Schaufelkopf her? Was? Moin Meister. Ja, was geht? Harris, you're here. Everyone's in position. Are you ready? Ja, ich hasse eigentlich Special Agent K, aber ist in Ordnung. Wie sieht der Plan aus? Open the gate and capture the key strategic positions within Westminster. Those defense plans were invaluable. Yeah. We'll hit them so hard and fast, they'll be too overwhelmed to stage a counteroffensive. Was ist das für ein Ding da draußen? Merlin's pet project. He finally got it made with the help of the Baileys, fed by the Fletchers, of course. It's quite the feat of engineering, considering it was built out of nothing but wood and scrap metal. It will launch a high-powered explosive courtesy of the Tommies. Cool. Ich bin bereit. I'll give a speech to the men before I order the attack. You'll have the honor of launching the trebuchet. Geil. Ich den Weg, oder was? Ah, da seid ihr. Ich stelle mich mal hier oben hin. Was soll schon passieren? We all know the devastation that war can bring. The loss of life, the destruction of homes and families, the displacement of people. War is a terrible, terrible thing. So then why do we fight? Why do we keep going back, even though we know the cost? Is it the excitement of battle? Is it the thrill of victory? Or the camaraderie of fighting alongside comrades? No. There's something about war that speaks to us, that calls to us. We believe in something greater than ourselves. And so we keep fighting. Even though the odds may seem insurmountable, we fight because we have to. Because the alternative is too terrible to contemplate. So let's finish this, my friends. For Camelot! Yeah, vor Camelot. Der Beginn der Schlacht von Westminster beginnt. Sieg oder Niederlage. Ihre Reise endet hier. Klären Sie alle wichtigen Dinge und Angelegenheiten, bevor Sie fortfahren. Angriff! Na, ich habe schon bessere Reden gehört als das, aber okay. Yay! Fire! Oh, wir kriegen noch einen Zweihänder. Ach so, das ist dafür. Zack. Und ciao. Yeah, Explosion. Woohoo. War aber echt ein guter Schuss, ne? Normalerweise muss man das Ding erst ein bisschen einzielen, ne? Und fettes Loch. Yeah, baby. Woo. Tod und Verderben. Für die Gentry. Sieg für uns. Für Camelot. Das ist ja gar nicht so. Das hätte ich mir jetzt ein bisschen spektakulärer vorgestellt, aber naja. Sehr große Löwen hier. Jetzt wird's lustig. Und wir gehen mit dem Ding hier rein. Westminster. Angriff! Übernehmen Sie die Kontrolle über Parliament Square. Yay! To face Camelot's finest. I just
Direkt nicht zurück, Männer. Macht sie fertig. Die Schmolchplatte. Oh, ist aber verbrannt. Ihr habt keine Chance. Hey. Auch noch ein legendärer Klon hier. Klonsbleister. Hey, kannst du nicht mal aufhören? Was hast du denn noch? Ein rechtes Bein. Sag, Junge. Engelshelm. Ach, da versteckt sich noch einer. Bin zuerst dran. Gott. Das macht Spaß. Na, erstmal betrinken und essen. Hier nochmal lecker Apfel für zwischendurch. Oh. Rheinburger. Gib mir den Rheinburger. Die sind hier hinter. Okay. Er ist hingefallen. So, Camelot. Habe ich gerade die falschen gekauft? Sorry. Ups. Entschuldigung. Den kann man bestimmt wieder annähen oder so. Naja, Kollateralschäden gibt es halt immer, ne? Lässt sich nicht vermeiden. Rico! Was hast du denn? Eine Servicepistole. Nice. Wissen Sie das Camelot Banner? Aber sowas von. Eine schöne Geschützstellung haben sie hier. Yay! Sprich mit Merlin. Merlin. Jo, bin da. Parliament's locked up like a fortress. We'll have to force a way in. While me and my men are taking care of that, I need you to ensure we're capturing the key strategic positions that would be Downing Street, the Broadcasting House, and Admiralty Arch. Godspeed, Garrus. Kein Problem. Machen wir. Aber erstmal kurz. Einmal das hier. Warum sind denn die Dinger hier? Los Leute, es geht weiter. Party feiern und ausruhen könnt ihr euch später noch. Ah, haben wir hier alles verriegeln und verrammeln. Nicht schlecht. Hier. Geh weg. Zeig dich halt so ab. So, einmal nachladen bitte. Könnt ihr mal aufhören mit den Granaten?
Explosions! Oh, schon wieder leer. Was fliegt da alle durch die Gegend? Ach, ihr habt doch keine Chance. Ne? Wir uns davon aufhalten lassen würden. Ne? Ah, wir sollen hier irgendwie rein, ne? Aber nicht hier lang. Hier ist alles verriegelt und verrammelt und vernagelt. Genauso wie da. Oh, ich nehme noch mal eine Patrone mit. Liegt ja hier einfach gemütlich im Vorgarten, ne? Gibt's ja gar nicht. Ah, Downing Street. Gone fishing. Ja, so sieht ihr auch aus. Dann gehen wir halt hier durch. Die sind auch schon da. Daisy der Gerechtigkeit. Yay. Walte deines Amtes. Super Klone. Nein, du doch nicht. Du Bots. Hey. Oh. Ein, den. Hey. Das kann ja ewig so gehen, so. Bam, Junge. Are you some sort of Erst den dahinter, bam, und dann dich hier. What? Das blitzt das Blut nur noch so. Eiskaltes Junggebräu. Ah, genau das Richtige. Excalibur ballern wir uns auch noch mal rein. Ach, warum nicht? Komm, hier, Halbmager will ich auch noch mal. Hey, da lebt ja noch einer. Wer ballert denn hier noch rum? Können uns nicht aufhalten. You're on the mend, and this radio station is brassy. If you fancy topping up my coffers, head over to me. Noch einer. Till then, here's me shilling for the grottos. The scooter shed located in Hackney is the best place for all-rounders around to get the scooter parts. Come hang out with the gang, see what they have to Da lebt wirklich noch einer. Hey, Kollege. Again, sorry if you're Oh, der ist weg. Naja, sehr schön hier. Wir waren ja schon mal hier. Aber damals standen wir auf der anderen Seite. Heute ist alles anders.
Heute fällt die Gentry und Camelot wird sich erheben. Oh, hier ist so eine Tür. Arzttasche. Bisschen unnütze Munition. Why not? Hier kamen wir. Okay, also einfach hier durch, ne? Ah, hier lang. Pokémon! Have it. Ich glaube, ich nehme das Ding hier. Weil auch wieder viele unschuldige Leute sterben. Und du auch. Trotz, Junge. Sind eh alles nur Klone. You'll pay for that. Bounce. Not even Arthur could pull a sword out of that thick head. Had enough? Ja, du schaffst das? On go. Camelot prevails. Die hätten wir schon mal. Battle commence. Arthur shall hear of this. Echt ein 5 mm schweres Maschinengewehr? Alter. So, da geht's noch eine Etage hin. Die Kanne Tee, ja, die nehme ich mit. Moin Leute. Bäh. Oh, der ist ein bisschen robuster hier. Camelot prevails. Ich glaube, die da oben sind alleine, ne? Und wieder noch. Na, großes Stück. Saying himself, wouldn't it be great if we had another one of them dinosaur meteors? Just a Hehe. Ja, denn ein kurzes Kampfgewehr. Oh, eine Ledertasche, danke, Mann. So geht das. Und tada! Yes, jetzt Emerality Arch. Komm, Snapdragon, wir haben noch einiges zu klären hier. Ihr Männer und Frauen und alle dazwischen und außerhalb. Wir werden es schaffen heute. So, wo müssen wir hin? Da drüben. Kommen wir jetzt überhaupt durch? Ah. Oder?
Folgt ihr mir oder was macht ihr? Hier ging es doch nicht weiter. Höhe? Oder doch? Nein. Where did you come from? Ja, das sage ich dir nicht. Aus dem Klonlabor. Nee. Haben sie die Barrikaden noch nicht weggeräumt oder was? Oder ich muss woanders lang. Sieht nicht so aus, als ob ich hier lang kann. Nope. Dann gehen wir noch mal ein Stück nach rechts. Ist auch alles dicht. Ah, vielleicht geht's ja dann hier lang. Da geht's nicht lang. Könnten mit der U-Bahn fahren. Da ist auch dicht. Ja, aber wie soll ich denn da hinkommen? Ich bin etwas verwirrt. Vielleicht können wir mit der U-Bahn? Ne, U-Bahn ist abgeriegelt. Ah. Können wir da eh was in die Luft jagen oder so? Da ist auch dicht. Da ist dicht. Ach so, jetzt ist hier offen. Au. Oh, Entschuldigung. Aber war einer von unseren. Schießt den auch auf mich hier. Was jetzt? Ja, wir haben noch ein Level Up. Oh, machen wir das noch. So, dann werdet ihr ja wohl schaffen, wa? Oh. Entschuldigung. Machst mich vom Wrong. Make yourself known. You've made the biggest mistake of your life.
Mit dem Raketenwerfer. Alter, glaub mir doch nicht für die Birne, Mann. Auch gefährlich. Nicht nur für dich, sondern auch für mich. Lehrerklon Baragon. Ihre dummen Granaten. Au, es wird auf mich geschossen. Ah, ich weiche aus. Oh. Ah, hey. Kommen die hier mit dem Kommandomesser an, ne? Legendärer Superklon Prime. Ja, nicht damit. Nein. Stirb. Au. Boah, Junge. Kommt er noch, er schießt ihn, ne? Und der ist auch down. Einer fehlt noch. Can't hide from the revolution. Master! Your life is in my hands, tyrant. I'll personally led the battle. Weg da. A tyrant. I bow to thee. Feel your flesh wound. So, und die Flagge hissen oder was? Not worth chasing. Noch jemand? Ja. Au. Death or glory. Hey. Kann ich doch nicht schießen. Camelot! Wie schieße ich ins Bein? Nicht zu bewegen, da kann ich besser treffen. Camelot prevails. Schön zerhäckselt. Übernehmen Sie das Rundfunkhaus. Na, dazu müssen wir da hinten irgendwie hin, ne? Oh, noch mal kurz was essen hier. I hope you all enjoyed that last song. Ach, das macht nicht Spaß. Next song reminds me of the girl who made me the man I am. Ich glaube, wir müssen hier hin. Jo, die haben die Karre da weggefahren. Ganz nett von denen. Zugänglich.
Ein schönes Auto. Schöne Autowagen. Weg zu meiner Karre. Schade, dass die Busse nicht noch in die Luft fliegen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was er machen soll hier. So, wir müssen weiter. Zwischendurch noch mal kurz. Safety safe, Leute. Ja, da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Auch wie ein Schwanz rumzurennen. Ah, da müssen wir lang. Leute, folgt mir. Ich weiß den Weg. Munition habe ich noch genug. Das ist nicht das Problem hier. Gut, dass ich zwischendurch gespeichert habe. Bis gleich. So, probieren wir es nochmal. Yeah. Ja, mehr Ballerei, ne? Aha. Auch wenn ich in die Schussbahn. Ja, wenn du Raketenwerfer willst, aber echt wissen, ne? No. Irgendwie mag der diesen Ort nicht. Bis gleich. Oh, probieren wir es mal hier mit. Für 50er Kaliber hier. Ey, wieso? Oh. Ein Ernstspiel. Keine Ahnung, was er hier für Probleme hat. Bleib mal hier mehr auf der rechten Seite. Oh, und schon wieder. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso? Eine Idee habe ich noch. Wir laufen da rückwärts hin. Ne?
Vielleicht haben wir Glück und es geht. Ich weiß nicht, was der hier für ein Problem hat. Komm schon. Oh, ich speichere hier mal. Arbeite mich hier einfach durch und rückwärts. Das löst meist alle Probleme. Oh, bisher sieht gut aus. Darf mich nur nicht umdrehen. Oh, eine Kanne Tee. Bitte nicht auf mich schießen. Na, gibt's doch nicht. Oh, jetzt gerade macht mir das Spiel aber auch nicht leicht, wa? Oh, wir arbeiten uns ein Stückchen durch, Stück für Stück. Oh. Ah, wo hänge ich denn? Los, weg hier von dem Platz. Ich glaube, wir haben es. Bitte, bitte, bitte. Ah. Oh, Leute! Schon einer gestorben. Kommt ihr? Warte, ich muss nachladen. Gib mir eine Sekunde. Oh, Slow Motion. Slow Motion ist nicht gut. Ach, wir nehmen mal so eins. Ballern uns mal ein paar Randsteaks rein. Mal 2 davon. Passt das. Super Slow Motion. Engels Oberst. Warte, ich muss nachladen. Gaussgewehr in Gehingnissen. Harpunenkanone. Brutal. Oh Leute, wir haben es geschafft. Ich flitze jetzt um. Yeah. Und abwärts. So, was jetzt? Ich muss ja nochmal durch. Ja. Bis zum Bresche. Abgeschlossen. Was kommt jetzt? Ne? Oh, was bin ich froh, dass wir es da doch noch durchgeschafft haben. Da wollte das Spiel aber nochmal genau wissen, wa? Hat der Spieler die Kraft und die Geduld, das durchzustehen? Wie oft wird er das Spiel neu starten? Wie oft die Ladezeit noch erdulden?
Ja, aber sowas muss man sich dann halt echt einfach nur stückchenweise da durcharbeiten. Gehst du rückwärts, passt schon. Ah, Parlament der Narren. Sprich mit Merlin. Wo ist er denn? Merlin, wo bist du denn? Komm die mit Bögen an. So viele Tote. Palast von Westminster. Merlin! Ja, du lebst ja noch. Bist du denn verletzt? Soll ich sie alle umlegen? Oh, das kann dauern, glaube ich. Ach, ihr habt doch keine Chance. Die machen wir alle weg hier. Steckt hier nicht hinter der Krone, Feigling. Echt hier mitnehmen? Königin Elisabeth II. 1926 bis 2022. In Erinnerung an ihre Majestät, ein Leuchtfeuer der Anmut, Stärke und Unerschütterlichkeit und alten monarchischen Floskeln, die völlig überflüssig sind. Ihre 70-jährige Herrschaft brachte der Nation Stabilität, Einheit und Geschleime. Für immer in unseren Herzen bleibt ihr Vermächtnis bestehen. Was ein Kies, Jetzt kann man ja nicht mehr sagen, God save the Queen, sondern God save the King, ne? Ein Juggernaut. Gibt nichts, was dem hier gewachsen wäre, Leute. Tut mir leid. Ja, steht noch. Jetzt nicht mehr. Machen wir das Licht aus. Oh, wir haben noch ein Level up. Und dann machen wir hier aber auch noch Folge. So. Mal Licht aus, nochmal speichern, mal nachladen. Noch kurz in uns gehen. Ah. Sehr schick hier. Nett. Mach hier nochmal richtig speichern. Ab ins Unterhaus. Guten Tag. Is now in session. Order! Order! Was hat er denn für Probleme? Order!
Order. Speaker, I rise tonight to address a matter of great urgency to our nation's security. The judgment of the Right Honourable Smythe across from me at the dispatch box. It is with sincere conviction that I must propose a motion to declare them an enemy of the state. I must ask the House, what evidence is there to support this motion? Let us hear it. Evidence? Their treachery is common knowledge. Ja, Beweise, Who here Kollege. isn't privy to the exploits of the Right Honourable Smythe in the opposition? It is with their support that this rebellion has brought London to its knees. The idea that Camelot could succeed without one of our own is inconceivable. The blame for this catastrophic turn of events, therefore, is on them and them alone. What evidence do you have in your defense? Hello, ich hab's nicht getan. Ja, ich hab's geschafft. Was haben wir denn noch? Wie kann eine Person für all das verantwortlich gemacht werden? Ich bin unschuldig. Habab. All those opposed to the motion, please say nay. Nee. The ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Punishment, death. Unlock. Ja, dafür müsst ihr mich schon aufhalten, ne? So weit lassen wir uns doch nicht aufhalten. Nicht mit meinem kleinen Baby hier. Hey, aber so mal leider. Brand! Please deposit your effects in the container provided. Was? Unlock. Ah. Ich will ihn auch einfach erschlagen. Ne? Hier noch irgendwo eine Waffe. Zahnräder. Okay. Aber wir können ihn mit dem Klebeband fesseln, ne? Und dann einfach vom Turm werfen oder so. Hier noch irgendwas? Ich bin ihn mit dem Telefon erschlagen. Aber hier zu leben müsste einen doch wahnsinnig machen. Ne? Ja, jemand. Ich kann ihn so vollpumpen mit Stimpaks, dass er einfach explodiert oder so.
jetzt sein, ne? Ah, der war auch noch mit. Naja, auf jeden Fall gut für Bauchbeine Po hier. Den ganzen Tag Treppen rauf, Treppen runter. Ne? Was haben wir denn in seinem Tresor? Hey. Da haben wir es so. Ich habe genau 11 Schuss durch das Gesicht. Jetzt ist er fällig. Brauchen Sie Ihre Schöpfer. Naja, vielleicht hätte ich ihn erstmal anhören sollen, anstatt ihn direkt zu erschießen. Ne? Wieso haben wir einen Regenschirm? Ha. Fragen über Fragen. Da. I tried abandoning you to the wastes. I tried having you killed. I had you tried and convicted. Despite my best efforts, you remained to the bitter end. So let's nein, du bist ja ich. Warum das alles? Erklär dich. That's a very open-ended question. What exactly are you demanding I take accountability for? Für die Verschwörung hier. Something done right, you've got to do it yourself. A world of Smythe, shaped by Smythe. That's what I believe in. Power isn't held in symbols, but in people. Having the right person in the right place at the right time means everything. I am that person, and this is the place. And this was the time. You may think that's incorrect, but it's what I believe. Warum? Für den Kampf gegen diejenigen, die eigentlich eine bessere Zukunft für London wollen? Surely you're not referring to Camelot. The world burned under the watch of democracy. I wonder how long it will be before it burns again under Arthur's quaint little regime. Ihre Experimente. Experiments that gave you life, that pushed the scientific frontier further than ever before in human history. It's a matter of perspective. The benefit of my experiments, private and public, far outweigh the social cost. When you're victim to that social cost, it will blind you. It will be all you care about. That's understandable. But when looking at the situation objectively, you would see nothing but the efficient allocation of resources. Ja, lass uns was anderes hier. Wir sehen ja gleich We are aus. the same. Any difference between us is derived from our experiences and scientific error. Oh nein, bin ich ein Klon? You would be my replacement before this sorry state of affairs, had you completed conditioning. Du bist ein Klon. Of a clone of a clone, etc. I am long since removed from the original Smythe, yet feel exactly what he felt, and remember exactly what he lived through. If you had finished conditioning, you would be exactly the same in body and mind as the man who walked these lands before Doomsday struck. The only man who saw it coming, whose warnings, had they been heeded, would have quite literally saved the world. Ah, die Welt gibt's immer noch. Warum ist das Unterhaus voller Had Smites? things gone differently,
they would be running the country. You must understand, I respect the parliamentary and legislative process. It's the people within the process that made it fail. So, I compromised. Dann irgendwie ein bisschen heuchlerisch, die Demokratie zu unterstützen, aber trotzdem alles einfach nur mit seinen Klonen vollzustopfen. Ja, weiß ich, dass das kein weiterer Trick ist. Theatrics are over. Quite frankly, it would serve no purpose to deceive you any longer. Ja, wir sehen vielleicht gleich aus, aber wir sind uns nicht I ähnlich. agree. I'm not surprised you turned out the way you did. Thrown into that cesspool with none of my wisdom. Anyone, even me, would struggle to rise above it. Ja, hast du noch ein paar andere Themen hier? Wer bist du I wirklich? am Smythe. Mr. Smythe. I've never lied to you in that regard. Wie alt If bist you du? counted up my lifetimes, I'd be about 200. Give or take a few decades. I stopped counting. Woher kommst I du? was born in what is now known as Eastminster, before the Blast Wall Initiative. Was hast du vor dem großen Krieg I gemacht? worked for the government in the Ministry of Information. That is where Angel grew its wings. I made that ministry my own, even after I was imprisoned for my activities. It was still under my thumb. I spent the last few years writing letters about the coming war to the Prime Minister, the Cabinet, the Opposition, the President, everyone. They were all ignored. There was naught I could do from my cell, and Angel was only in infancy. So on the 23rd of October 2077, the world ended. Ja, und wie hast du den großen Krieg I überlebt? was imprisoned right up until the last day, exactly where I wanted to be. I was ready. My escape was immaculate, every last detail flawless. The Ministry of Information had been building our own Pindar bunker for years. From there, I watched the world burn. The bunker in question is, of course, the one beneath the Angel Underground Station. Ja, noch was anderes. Das ist jetzt vorbei, Freund. Let's finish this. Vielleicht können wir das einvernehmlich lösen. Es kann nur einen Smite geben. Oh Gott. Es kann nur einen geben. I shall make it so. You brought an end to my world. Now I shall bring an end to yours. Ja, sehen wir noch. Pretty cool. Boss. Au. Der ist weg. Feigling. Komm her, du. Feiger Typ, du. Dich mache ich fertig. Bam, Junge. What's? Bam. Bam. Ich hab die Macht des Hatterboys. Au. Jetzt stirbst du. Was? Lass sie fallen. Ciao. Yeah, gewonnen. Woo.
gehört London uns. Far surpassing the expectations of their creator, the Wayfarer had ultimately swayed the course of Die Buchkühe im history. Hintergrund, Arthur, true to his word, began the process of establishing a true representative democracy. For better or worse, the fate of London would be tied to the will of the people. Camelot continued to fight the enemies of democracy wherever they found them, ensuring fair and free elections in the region. Falling to their demise, the final seconds of Smythe's life were spent watching their replacement shrink into the distance. He considered the events leading up to this moment and all the ways such a fate could have been avoided. However, in some small part, it came as a relief. Passing the torch had always been part of the plan, and now his job was done. The future was no longer his burden to carry. The Wayfarer, remembered as Geheris in the new Legend of the Round Table, was honored for generations to come, not as an individual, but as a part of something greater. The Tommies continued to report to the government with a new charter outlining their role in a true democratic society. The Roundels saw Dennis Blandford pay for his crimes with death, but the damage had been done. Manchester Mike managed to keep the Roundels together, a shell of their former selves. They limped along, slowly reopening for business while consolidating their strength. But they never stopped looking for the next Pete Davies to truly lead them back to glory. The Pistols of Camden embraced the future with cautious optimism. While life in Camden didn't change all that much, the rest of London adopting a way of life similar to their own was reassuring. Following the Battle of Westminster, the Camden Council discussed the Wayfarer's actions in depth. The Wayfarer was declared an honorary member of the Council for their involvement in the uprising. For the time being, Miller's men were left alone. They were deemed too much of a hassle to deal with, and Islington was blockaded. While they would occasionally sneak out and attack neighbouring boroughs, their rage, for the most part, turned inwards. With no outlet for their fury, this spawned a culture of infighting. Gangs of Miller's men would beat each other to the death over trivial matters. Fortunes were lost and won at a swing of a fist. Only one thing united them: their devotion to their leader, Miller. The dissatisfied Normans embarked on their journey home, crossing the Thames Barrier, never to be seen in London again. The Normans who stayed behind would steadily thin in numbers as they continued to pursue their barbaric ways. Traders came and went, but the Croydonians rarely crossed the bridge that had been built for them. They regarded the rest of the world with disinterest, and they were better off for it. The Tommies never returned to Brighton, and their independence was guaranteed for years to come. They became a safe haven for those in London seeking a simpler life. In the grand scheme of things, they were insignificant, and they wouldn't have it any other way. While the rest of the city marched on, Brighton remained a capsule in time. Change was slow in Eastminster following the fall of the gentry. The Good Samaritans were instrumental in keeping a semblance of order through the chaos. With their newfound autonomy,
the flame of community spirit burned brighter than ever. The free and fair elections were not kind to the gentry, who failed to form a majority in the subsequent parliament. As time went on, the law no longer turned a blind eye to their extractive policies. This financial shock caused a significant decline in the Westminster surplus. Now on equal legislative footing with the rest of London, the gentry redirected considerable resources into lobbying for their interests. This investment would ensure they retained their economic dominance. The vagabonds surged in strength under their popular leader, gaining wide control over East London. For those that were part of Sebastian Gaunt's growing cult following, it was a golden time. For those who were formerly with the Syndicate, or suspected of being so, dark and bloody days would come. The Thames folk decided they'd had enough of the disappearances. A movement formed to leave London for good. Those who stayed behind did so forever, looking behind their backs. Archie had finally found his place in the world beside the Wayfarer. Half sidekick, half friend. They were inseparable for the rest of their days. He never stopped adventuring, his sharp tongue getting him into trouble that he always barely squeaked out of. Kira continued her pursuit of treasure through the capital, always seeking greater and more daring gains. But though riches greased her palms, it was never enough, and so she decided to leave London, endeavoring to explore beyond the capital. Her new quest is to become the most famed adventurer in the world. Man hat nie wieder was von ihr gehört. Mad Jack returned to the only place he could ever truly call home, his gym. The crusade against the shadows of his past was not marked by the fall of his enemies, but the rise of a new Mad Jack. Once a mere haven for his own tortured psyche, the gym evolved into a sanctuary for the forgotten and neglected souls of London. Here, he imparted lessons not just in physical strength, but in the virtues championed by the Wayfarer. Arthur Mountbatten's mind slowly but surely began to falter. Before the darkness could take him, he would spend the remainder of his days making up for lost time. He helped others the best he could in this strange new world that he had helped to create. When the time came, he would ask the Wayfarer for one final favor, an end to his troubles. He would do it with a smile. For what better person could give him his death than the person who gave him life? And so, the Wayfarer's journey came to an end. But it was not the end of history, only the beginning. Because in mankind's pursuit of power, there is no price too high, no life too valuable, and no ideal too sacred. Because war never changes. Jo, und damit haben wir auch das Ende von Camelot erlebt. Juhu. Auch ganz interessanter. Naja, das Abspannmäßige hatten wir ja auch schon mal hier. Kann ich das abbrechen? Nö, nicht wirklich. Ja. Ob ich das mit der 5. Kolonne auch noch mache, weiß ich noch nicht genau, aber wahrscheinlich irgendwann. Aber es wird bestimmt noch ein bisschen dauern. Ne? Aber dann zocken wir das auch in dieser Version noch durch. Ich habe jetzt keine Lust, das alles zu löschen, dann nochmal wieder runterzuladen und bla und die ganzen Mods und so.
Naja. Bin nur echt froh, dass das noch geklappt hat mit den ganzen Abstürzen da am Ende. Sehr nervig. Naja. Jo Leute, ich lasse das hier noch durchlaufen. Ne? Und dann kommt demnächst wieder was Gutes. Wahrscheinlich schon morgen. Ich habe da so was ins Auge gefasst. Das werde ich mir gleich besorgen und runterladen. Oh, ich muss mal wieder Platz auf meiner Platte schaffen. Ne? Ein Terabyte ist echt nicht genug. Ne? Hast ein paar Spiele drauf, bam, alles voll. Ne? Oh, ich kann das nicht abbrechen. Echt nicht. Na, ich will das Spiel jetzt nicht einfach so beenden. Ne? Aber für eine Mod, schwör, einfach mega geil. Ne? Naja, Projekt 13 ist leider eingestellt worden. Das wäre Fallout 1 gewesen, im Stil von Fallout 4. Projekt Arroyo geht weiter. Ansonsten tut sich für New Vegas noch Fallout Mexiko auf. Und was steht sonst noch an? Fallout Miami wird vielleicht auch immer eines Tages fertig. Naja. Ich bleibe da auf jeden Fall auf den Laufenden. So, sobald es dann neue Sachen gibt oder so, werden wir das natürlich auch zocken. Ich mag die Fallout-Teile. Bin noch am Überlegen, ob ich Fallout 2 vielleicht nochmal eine Chance gebe. Ich habe Linsquid Birdrider gesehen, der hat es geschafft, dass er auch Dinge zum Laufen gekriegt hat. Ich weiß gar nicht, wie die Mod hieß. Projekt irgendwas, glaube ich. Auf jeden Fall, ja genau, Restored Content. Naja. Da bin ich mir aber noch uneins. Jo. Aber komm, jetzt machen wir fertig hier. Arvid Green. Nicht Harley Quinn. Peter the Fence. Aaron Winchell. Randy. Norton. Interessant, wie viele Sprecher man braucht. Und Ende. So, was passiert jetzt noch? Achso, er lädt nur das Hauptmenü. Ja, Leute. Dann habt noch einen schönen Tag. Und bis dann.